Wenn die Nachrichten, die uns täglich überfluten, immer bedrohlicher werden, wenn das Chaos um uns herum, besonders das politische Chaos, immer größer wird, wenn wir uns überwältigt sehen und auch die Ungewissheit unerträglich wird, wie es weitergehen soll, dann ist es ganz normal, irgendwann zu sagen, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll, ich will weg. Wie man sich in solchen Situationen am besten verhält und wann es tatsächlich der beste Zeitpunkt ist, auszuwandern und das alles hinter sich zu lassen, darüber wollen wir einmal in diesem Video sprechen. Bei dem, was gerade so abgeht in Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich auch in Europa, ist es komplett normal zu sagen, ich will weg, ich will hier nicht mehr sein, ich muss mich selbst und meine Familie und mein Vermögen in Sicherheit bringen. Egal, ob es jetzt die geopolitische Bedrohung ist oder eben das politische Chaos. Viele von uns haben den Eindruck, dass sich Europa, die Europäische Union, in die falsche Richtung bewegt und dass man hier irgendwann auf eine Katastrophe welcher Art auch immer zusteuert. Manche wollen am liebsten hier Hals über Kopf ihre Sachen zusammenpacken und sozusagen fliehen. Nichts wie weg ins Ausland, vielleicht nach Lateinamerika, vielleicht nach Australien, ganz weit weg von diesen Verwerfungen, die uns hier fast tagtäglich mittlerweile konfrontieren und wo wir tatsächlich den Eindruck haben, dass das bis auf Weiteres nicht besser werden wird. Also ich muss sagen, ich habe Deutschland schon vor vielen Jahren verlassen, nämlich schon im Jahr 2000, also schon vor fast 25 Jahren. Ich habe es schon damals nicht mehr ausgehalten und habe im Grunde genommen seitdem die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens im Ausland verbracht und kann eigentlich sagen, dass das eine der besten Entscheidungen meines Lebens war. Ich bin aber definitiv nicht geflohen, sondern ich bin ins Ausland gegangen, weil sich dort für mich bessere Möglichkeiten geboten haben. Bessere berufliche Möglichkeiten, später bessere geschäftliche Möglichkeiten und vielleicht auch irgendwann bessere Lifestyle-Möglichkeiten. Ich wollte zum Beispiel eine Ranch haben in Texas und bin dann irgendwann nach Texas umgezogen, habe mir dort eine Ranch gekauft. Ich glaube nicht, dass es eine gute Entscheidung ist, Hals über Kopf und in Panik zu fliehen. Egal wie schlimm die Situation momentan zu sein scheint, in Europa, in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz, ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass es keinen Grund gibt, hier Hals über Kopf das Land zu verlassen. Sicherlich, ich sage das in Anbetracht großer geopolitischer Risiken, das ist mir schon klar. Und wenn es natürlich in dieser Hinsicht zu einem dramatischen Zwischenfall kommt, dann kann sich das Ganze natürlich relativ schnell ändern. Wir haben das ja erlebt beim Angriff Russlands auf die Ukraine. Auf einmal konnte man dann das Land wenigstens als Mann nicht mehr verlassen. Aber ansonsten mögen die Dinge belastend sein und man mag keine Zukunft hier sehen, aber es wird selten einen Grund geben, hier planlos das Land zu verlassen. Und das ist im Grunde genommen schon die Kernaussage, die ich hier machen will. Du brauchst einen Plan. Das Allerwichtigste ist dabei allerdings, wenn du nicht wirklich ins Ausland willst, wie gesagt, aus Gründen wie zum Beispiel, dass es dir dort besser gefällt, dass das Wetter dort besser ist, dass du besser mit den Menschen klarkommst, dass sich dir dort bessere Berufsmöglichkeiten ergeben oder geschäftliche Möglichkeiten. Also das heißt, wenn du nicht aus positiven Gründen gehst, dann würde ich es mir doppelt und dreifach überlegen, tatsächlich ins Ausland zu gehen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dann todunglücklich wirst, ist doch wahnsinnig groß. Ich habe das erlebt bei Mandanten, die sind zum Beispiel nach Paraguay umgezogen während der Pandemie. Die wollten eigentlich gar nicht weg. Die wollten in Deutschland bleiben, die fanden es in Deutschland eigentlich wunderschön. Die hatten dort ihre Familie, die hatten dort ihre Freunde. Die fanden aber die politische Situation und die Art und Weise, wie man dort mit der Pandemie umgegangen ist, einfach unerträglich und sind dann nach Paraguay umgezogen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Paraguay warst. Es ist ein wunderschönes Land, aber wie soll ich sagen, es ist natürlich speziell. Ich sage es mal so, ja. Es ist definitiv nicht für jeden was. Ich meine, wir alle können uns möglicherweise vorstellen, auf Mallorca zu leben, ja. Ich glaube, da könnte jeder sagen, ja, da würde ich es aushalten, das wäre wunderschön. Vielleicht auch noch in einer Stadt wie London oder Paris. Auch das kann man sich vorstellen. Paraguay ist da schon etwas ganz anderes. Die Familie, von der ich spreche, die wäre niemals nach Paraguay umgezogen oder nach Südamerika, hätte es nicht diese Pandemie gegeben. Und natürlich, so wie man das erwarten kann, sind sie dann dort ziemlich unglücklich geworden, denn sie wollten ja eigentlich in Deutschland leben.
So, und jetzt einige Jahre nach der Pandemie sagen sie sich, würden eigentlich am liebsten nach Deutschland zurückkehren. Das Ganze hat sich jetzt ja irgendwo wieder beruhigt. Ich will mal sagen, normalisiert. So schlimm wie wir dachten, war es eigentlich doch nicht. Und uns geht es ja eigentlich überhaupt nicht gut. Eine solche Situation solltest du natürlich nach Möglichkeit vermeiden, denn wie gesagt, das ist nicht nur kostenintensiv, das ist auch stressig und auch emotional eben sehr anstrengend für dich, deinen Ehepartner, Lebenspartner und deine Familie. Ganz klar, das kann man nicht anders sehen. Wir haben auch andere Mandanten, die sind nach Paraguay umgezogen, die sind da total glücklich. Ich habe erst heute wieder mit einer Mandantin gesprochen, die ist dort auch kurz nach der Pandemie hingezogen, hat sich dort ein größeres Stück Land gekauft, hat dort nun Pferde und ist absolut glücklich mit ihrer Familie. Für die war Paraguay die richtige Wahl, aber eben unabhängig von der Pandemie. Die Pandemie war dann vielleicht der Auslöser, der Trigger. Das hat ihnen so den letzten Schubs gegeben. Vielleicht hätten sie ansonsten sich nie getraut, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Aber es war das Leben, was sie sich schon immer erträumt hatten, was sie sich schon immer gewünscht hatten. Das heißt, das ist das, was du dich als erstes fragen musst. Will ich eigentlich wirklich weg? Oder belastet mich nur hier die aktuelle Situation? Die Angst vor Krieg, vor einer militärischen Auseinandersetzung, vielleicht die Angst davor, dass meine Kinder zum Militär müssen, die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren über das eigene Leben, all das, was du dir hart erarbeitet hast, zu verlieren. Sorgen, die wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Mein Ratschlag an dich ist folgender. Wenn du wirklich umziehen willst, wenn du wirklich auswandern willst und wirklich im Ausland leben willst, aus Gründen, die ich bereits genannt habe, weil du dort das Leben leben kannst, was du dir schon immer gewünscht hast, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Es gibt im Grunde genommen keinen Grund zu warten. In der Tat ist es so, dass in bestimmten Situationen eigentlich das Warten das Schlimmste ist und das Warten eigentlich alles nur schlimmer macht. Insbesondere natürlich deine steuerliche Belastung. Wenn du wirklich jemand bist, der viel verdienen kann, weil er unternehmerisch tätig ist oder weil er vom Kapitalvermögen lebt, vielleicht bist du in Krypto investiert und du kannst wirklich sagen, naja, 40 oder 45% hier meines Geldes dem Staat abgeben, wenn ich es eigentlich nicht muss, dann ist natürlich jeder Monat, will ich sagen, hier entscheidend. Da doch dann besser im Ausland irgendwo leben, wo du geringe oder keine Steuern bezahlst und somit eigenes Vermögen aufbauen kannst. Hier kann man natürlich schon eine gewisse Dringlichkeit sehen, denn momentan sind ja noch die Assetmärkte, die Kapitalmärkte am Boomen. Krypto auf Rekordniveau, Gold auf Rekordniveau, Aktien auf Rekordniveau. Wie lange wird das alles noch so gut gehen? Vielleicht jetzt verkaufen und dann den maximalen Gewinn einstreichen. Da ist dann natürlich eine gewisse Eile schon wichtig. Oder wir wissen ja, dass in Deutschland zum Beispiel hier die Wegzugsteuer auf ETFs eingeführt wird Anfang 2025. Das heißt, wenn du in entsprechende ETFs investiert bist, dann ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, das Land zu verlassen. Allen anderen, die nicht wirklich gehen wollen, würde ich auf keinen Fall raten, hier etwas übers Knie zu brechen und einfach zu gehen. Aber was du machen kannst und was dir auch ein Gefühl der Kontrolle zurückgibt, ist, dich mit einem Plan B zu beschäftigen. Wie gesagt, trotz der bedenklichen Entwicklungen, die sich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und auch in der EU abzeichnen, denke ich nicht, dass du jetzt hier unmittelbar das Land verlassen musst. Aber sicherlich kann es zu einer solchen Situation in den nächsten 4 bis 5 Jahren kommen. Wir reden ja immer wieder hier von den Maßnahmen, welche von der EU implementiert werden, welche letztlich die EU immer mehr zu einem Überwachungsstaat nach dem Vorbilde Chinas werden lassen. Dann hören wir immer wieder auch von neuen Steuern auf Vermögen, Reichensteuer, Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Lastenausgleich und so weiter. Auch das mag sich irgendwann anbahnen. Also wenn du jetzt an einem Plan B arbeitest, um dich auf solche Szenarien vorzubereiten, das heißt zum Beispiel Konten außerhalb der EU zu eröffnen, Wohnsitze außerhalb der EU zu beschaffen, möglicherweise weitere Staatsbürgerschaften, möglicherweise Aufenthaltsbewilligungen in anderen Ländern, möglicherweise zweite wirtschaftliche Standbeine aufbauen. Wenn das Themen sind, mit denen du dich jetzt auseinandersetzt, dann arbeitest du aktiv an etwas, was dir dann zum gegebenen Zeitpunkt den Absprung ermöglicht.
Und wann immer du bis dahin negative Presseberichte liest oder etwas hörst oder etwas anschaust auf YouTube, was dich beunruhigt, dann kannst du dir immer sagen, naja, okay, das sind jetzt sehr beunruhigende Entwicklungen, aber ich habe ja meinen Plan B. Das heißt, wenn es hier wirklich heiß wird, dann kann ich hier in mein neues Leben hineingehen, wie durch eine Tür, die ich mir selbst öffnen kann. Und das wird dir Seelenfrieden geben, das wird dir Ruhe geben, weil du im Grunde genommen weißt, dass du die Dinge getan hast, die du tun kannst. Das gibt dir das Gefühl von Kontrolle. Viele Dinge im Leben können wir ja nicht kontrollieren und es macht im Grunde genommen keinen Sinn, sich darauf zu fokussieren und sich darüber zu viele Sorgen zu machen. Was Sinn macht, ist, sich darauf zu konzentrieren, was man ändern kann, was man kontrollieren kann und daraus das Beste zu machen. Und wenn du einen Plan B entwickelst, dann tust du alles, was in deiner Macht steht, was du kontrollieren kannst, um dich vor solchen Unwegsamkeiten, die uns hier in den nächsten Jahren möglicherweise begegnen werden, zu schützen. Nun, ich muss natürlich hier immer wieder einschränkend sagen, manche geopolitische Events, von denen man so in der Zeitung liest, sind natürlich schon ziemlich bedrohlich. Möglicherweise werden die schon ein schnelleres Handeln notwendig machen. Aber ansonsten kannst du eigentlich im Stillen und ganz ruhig und nachhaltig hier an deinem Plan B arbeiten, nach und nach mehr Elemente dort hinzufügen. Das ist alles komplett legal, da gibt es ja keine Meldepflichten, da musst du nichts befürchten, das kannst du alles sofort jetzt anfangen, egal wo du lebst, egal was du beruflich machst. Und dann beschäftigst du dich mit etwas Positivem für deine Zukunft und du wirst sehen, welch positiven Effekt das auf deine Psychohygiene hat und wie sich innere Ruhe bei dir einstellt, vielleicht auch sogar Vorfreude und Begeisterung. Und dann kann dich diese ganze Negativität, der wir hier dauernd ausgesetzt sind, nicht mehr runterziehen. Und es ist natürlich auch ein Abenteuer. Es erinnert dich so ein bisschen an deine Pfadfinderzeit vielleicht, wenn du früher Pfadfinder oder Pfadfinderin warst. Ja? Also etwas so ein bisschen wie deine eigene Abenteuergeschichte. So, das ist das, was ich dir empfehlen würde. Wir veranstalten übrigens regelmäßig Seminare zu diesen Themen, wo dann tolle Menschen hier zusammenkommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, Gleichgesinnte, die alle die gleiche Optik haben, die alle die gleiche Sichtweise haben, wo wir dann an solchen Dingen arbeiten. Plan B, steuerliche Optimierung im Ausland, Auswandern. Gerne findest du auf unserer Webseite alle weiteren Informationen. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Aber auch wenn es nicht klappt und du dich mit solchen Themen auseinandersetzt, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Das ist genau das, was wir seit fast 20 Jahren mit vielen Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz tun. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, einen Plan B zu etablieren, sich nicht unterkriegen zu lassen von der Negativität, die hier grassiert in der Welt und die uns hier jeden Tag überschwemmt. Hier wollen wir nicht drin untergehen, sondern wir wollen etwas Positives dagegen setzen und mit einem solchen Vorhaben im Ausland tust du das Beste genau dafür. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.